Hi Leute, herzlich willkommen zur Mission Inlineskaten. Wir sind heute bei Skate Munich, dem Inlineskate-Verein in München, und probieren sicher und effizient skaten zu lernen. Begleitet werden wir dabei vom Vorstand Christian. Hey Christian, freut mich. Hallo, servus. Du, erzähl mal, was macht denn ihr eigentlich alles bei Skate Munich? Ja, du siehst ja, hier sind lauter begeisterte Inlineskater, die nach und nach zu uns gekommen sind, weil wir so eine Mischung bieten aus Spaß, Sport und Event. Wie ist es dann, wenn man jetzt kompletter Anfänger ist? Kann man da bei euch vorbeikommen? Bei uns ist Platz für ganz normale Inlineskater, die ein bisschen mehr wollen als bloß Händchen halten, spazieren fahren, Okay. die ein bisschen ambitionierter sind, mehr sportlich unterwegs sein wollen. Und dann haben wir auch Leute, die sind im Speed-Bereich unterwegs, die fahren auf Rennen, Okay. wo es mal ganz ernsthaft zugeht, und haben wir natürlich jede Menge Spaßveranstaltungen. Wenn wir unsere Sonntagsfahrten zum Beispiel machen, dann fahren wir hier im Großraum München spazieren, meistens Strecken zwischen 30 und 50 Kilometer, Okay. wo es schon Schon sportlich zugeht, Ja. aber der Spaß steht im Vordergrund. Eine andere große Geschichte ist seit 3 Jahren die Münchner Blade Night, wo wir jeden Montag zwischen Mai und September zwischen 3.000 und 5.000 Inlineskater aus dem Großraum München auf die Straße bringen. Das ist natürlich etwas Herausforderndes, aber das ist jetzt mehr so eine reiner Spaß-Event, wo jeder mitfahren kann, der einigermaßen gut auf den Skate stehen kann. Du, Christian, bevor wir loslegen, würde ich sagen, schauen wir uns noch kurz mein Equipment an, oder? Ja, naja, dann sagen wir zusammen mit unserem Trainer Rudi, der kennt sich aus. Also Rudi, ich hätte jetzt hier einen Helm dabei. Für uns ist das Wichtigste beim Skaten der Helm, hat einfach einen ganz klaren Grund. Man kann Gelenke, irgendwelche Knochen, alles heilen. Wenn man aber Sturz auf den Schädel hat und irgendwelche Schädelbasisbrüche oder sonstiges hat, ist einfach da nichts zu kitten, und deshalb ein Helm, das Grundprämisse. Dann hätte ich auch noch dabei Handschützer, Knieschützer und Ellbogenschützer. Richtig. Handschützer, auch eine besonders wichtige Geschichte. Wenn man auf die Hände fällt, kann es eben passieren, dass man sich die Hand bricht oder sonst was. Durch diese Schiene, und da wird also zumindest die Belastung in das Gelenk minimiert. Klar, es kann immer noch was passieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, ist drastisch heruntergesetzt. Das heißt, man kann dann quasi auf den Boden knallen und kann da rutschen. So drüber rutsche, habe ich einen Widerstand. Wenn ich mit dem Schoner drüber fahre, der verhindert damit größere Schäden. Im Knieschonern ist es so, sollten Knieschoner sein, die man rüberstülpen kann. Nicht irgendwelche, die man nur so mit Bändchen festmachen kann. Bändchen gehen auf oder rutschen weg. Wenn man das drüber stülpt, ist einfach so, wenn man stürzt und man hat eine höhere Geschwindigkeit, kann dieser Strumpf quasi schlechter verrutschen. Ellenbogenschoner für totale Anfänger wichtig, und es ist nur dann wirkungsvoll, wenn ihr quasi einen Sturz nach hinten habt und halt hier drauf knallt. So als Anfänger schadet Genau. es auf jeden Fall nicht. Zu guter Letzt habe ich noch meine Inlineskates dabei. Man sieht es an der Rollengröße, beziehungsweise auch, du hast noch eine Bremse. Das sind ganz normale Freizeitskates. Das ist das Equipment, mit dem wir uns bewegen. Das ist dafür gedacht, einfach lange Distanzen mit möglichst hoher Geschwindigkeit zurückzulegen. Bei der Bremse ist es so, wir als Speedskater fahren keine Bremsen mehr. In der Halle ist es auch ungünstig, weil diese Gummis verursachen Striche, beziehungsweise wenn man stürzt mit der Bremse, kann es auch sein, dass ein Boden aufreißen würde. Deshalb ist es bei uns verboten, und wir fahren einfach immer ohne Bremse. Aber wie bremse ich dann? Zeige ich dir dann gleich. Vorher, bevor wir auf die Skates gehen, Aufwärmtraining, damit der Körper einfach warm ist, gedehnt ist und wir einfach ohne irgendwelche größeren Verletzungen skaten können. Okay, machen wir. Bitte grüne Matten, Kissen, Medizinbälle und die kleinen Bälle mitbringen. Skater brauchen wir nicht nur Muskulatur in den Beinen, wir brauchen viel Muskulatur im Rumpfbereich. Stabilisiert einfach den Körper. Der normale Skater skatet quasi so in dieser Richtung. Wir sind meistens in dieser Position, um windschlittiger zu sein und tief in die Knie. Du hast dann automatisch natürlich eine Belastung auf dem Rücken. Deshalb trainieren wir sehr viel im Rumpfbereich. Da kommen ganz witzige Übungen, wo eigentlich keiner denkt, dass sie sehr effektiv sind. Aber wenn er sie macht, wird er merken, das ist also ganz brutal. Okay. Wir fangen jetzt an mit der ersten Übung. Wir nehmen den Medizinball und stellen uns mit einem Bein auf das Kissen. Und wir gehen runter, wir gehen tiefer. Stellt euch vor, ihr liegt auf dem Bauch, auf einem Wackelkissen und dürft den Boden nicht berühren. Und als ob das nicht schon hart genug wäre, mussten wir dann Knie und Ellbogen auf diesem wackeligen Untergrund berühren. Aber weiter ging's. Wie findest du es?
Inlineskaten finde ich super. Deswegen gehe ich ja hier hin. Liegestützposition auf dem Medizinball, Hände auf dem Ball und wieder runter. Das war auf Zeit eine richtige Herausforderung. Und dann kam noch der Teil mit dem Teamgeist. Und das kann Sixpack gut. Einfach die Schulter. Genau. Wie wenn du jetzt quasi da unten was greifen wolltest und da was greifen wolltest. Jetzt machen wir das gleiche mit der Hüfte. Wir verschieben die Hüfte. Nicht drehen. Genau. Wir haben ja vorher gesagt, müssen die Stopper abbauen, weil wir sonst Striche auf dem Boden haben. Also müssen wir als erstes mal Bremsen üben. Wie können wir bremsen, ohne einen Stopper zu haben? Also erste Übung ist, wir laufen an, fahren, bremsen immer wie beim Skifahren, wie wenn man einen Schneepflug machen würde, immer in dieser Richtung. Je steiler ich stelle, je stärker kann ich abbremsen. Wir gehen immer tief in die Hocke, also wir fahren nie aufrecht. Hat den Hintergrund, wenn ich oben bin, falle ich viel tiefer. Wenn ich weiter unten bin, kann ich nicht so schnell umfallen. Also immer so quasi diese Position. Und dann ist es ganz einfach. Okay, Schwerpunkt nach unten, Schwerpunkt nach unten. Ja, geht doch. Noch eine Runde, dann treffen wir uns wieder an der Bühne. Gibt eine weitere Technik, wie man sich der Geschwindigkeit entmächtigen kann. Ich bin jetzt einfach mal ein Laternenpfahl. Der Tom muss um mich rumkommen. Was mache ich? Stellen unser Bein nach vorne, legen es in die Kurve, ziehen das andere nach und drehen uns quasi einfach um unsere Achse. Ganz einfache Technik. Der Laternenpfahl kann ein Laternenpfahl sein, ein Skater, ein Baum, egal was. Um den Partner. Dann kommen wir zur nächsten Bremstechnik. Nächste Bremstechnik, die es noch gibt, das ist etwas für die versierteren Leute. Wir machen einen T-Stop. Nicht schlecht, prinzipiell. Wir gehen in die Hocke, wir legen unser Gewicht auf das Standbein, heben das Bein, klappen raus, schieben nach hinten, legen ab und ziehen bei. Wichtig ist, hier diese zwei Füße, wir bremsen nicht wie ein L. Wenn wir mit einem L bremsen würden, würden wir nach links oder nach rechts fahren. Wenn wir genau ein T haben, dann geht es geradeaus. Genau, wir sehen ein T und wir bleiben geradeaus. Super! Ich kann ja hier quasi nicht nur beiziehen, sondern ich kann ja quasi nochmal drauf drücken. Also je mehr ich dann noch Druck drauf gebe, desto mehr bremst. Genau. Trau dich. Muss es immer in der Mitte sein. Wenn ich nach links korrigieren möchte, ziehe ich quasi nach links. T-Stop, check. Ja, jetzt haben wir dir ein bisschen Grundtechnik beigebracht und jetzt zeigen wir euch mal, wie eigentlich wirklich Skaten ist und was das für einen Spaß macht. Jetzt fahren wir einfach ein bisschen Staffel, Windschatten, Einser darüber, Zweier darüber und dann seht ihr, was bei uns eigentlich so üblich ist. Wir fahren immer zu dritt, also wir bleiben eng beieinander. Wir fahren eine Runde und immer der Vordere geht raus. Schließt die Lücken, wenn es geht. Ich nehme die Carina, ziehe sie her und pushe sie weg. Auf geht's. Ja, super. Und fest. Das heißt, Körperspannung runtergehen. Fest. Die fahren hier so geisteskrank schnell, das ist unglaublich.
aber ist echt ein cooles Gefühl. Geil. Okay Leute, die anderen spielen jetzt im Hintergrund noch ein bisschen Hockey. Ich bin aber durch für heute. Christian, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich fühle mich schon viel sicherer, viel effizienter auf den Skates. Wie macht man das am schlausten, wenn man beim Training vorbeischauen möchte? So wie du, einfach mal kommen und zum Probetraining vorbeischauen, kannst du jederzeit wieder machen. Du hast jetzt gesehen, dass ein bisschen was geht bei dir und dass noch ein bisschen Room for Improvement ist. Ja, wenn du jede Woche kommst, dann wird es jede Woche besser, garantiere ich dir. Okay. Und ansonsten, wenn du noch Informationen brauchst über uns, unter www.skatemunich.de, Facebook und auf Instagram unter Skate Munich findest du alle nötigen Infos. Und wenn du uns begleiten willst bei unserer großen Veranstaltung jetzt ab dem 6. Mai zur Münchner Blade Night, alle Infos dazu gibt es auf bladenight-münchen.de. Und dann fahren wir bis in den September. Ja, klingt cool. Also die Blade Night muss ich auf jeden Fall auschecken und ich probiere mich da auf jeden Fall mal. Also wenn ihr das Video sehen möchtet, klickt unbedingt hier oben rechts. Habt Spaß, besucht uns und dann werdet ihr sehen, ihr werdet die Super Skater.